In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den iFramer-Indikator für Handelsentscheidungen nutzt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Der Code beginnt mit der Einbindung der Klasse Trade aus der Standardbibliothek. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die den Prozess der Ausführung von Trades rationalisieren. Anschließend instanzieren wir ein cTrade-Objekt namens Trade mit Standardparametern. Dieses Objekt verwaltet alle Handelsoperationen, einschließlich der Positionsverwaltung. Als nächstes definieren wir die Parameter für unsere Strategiekonfiguration. Diese Parameter sind in den Eigenschaften des Expert Advisors einstellbar. Der Parameter Lookback Bars wird auf 50 gesetzt, was den historischen Bereich für Höchst- und Tiefststände angibt und es uns ermöglicht, zwischen einer und 1000 Kerzen zu analysieren. Der Parameter Min Candles Back ist auf 5 eingestellt. Er gibt das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief an und stellt sicher, dass wir nur die jüngsten Daten berücksichtigen. Der Parameter Trailing Offset wird auf 10.0 gesetzt, der eine Sicherheitsspanne für den Trailing Stop in Punkten angibt, wobei die Spanne von 1 bis 20 reicht. Anschließend deklarieren wir globale Variablen und Handles, um den Status zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Die Variable Framer-Handle enthält das iFramer-Indikator-Handle, während die Arrays Upper Fractals und Lower Fractals die oberen bzw. unteren Fraktalwerte speichern. Das Array Price Data ist für die Speicherung der OHLC-Kursdaten vorgesehen. Die Experteninitialisierungsfunktion onInit wird einmal beim Start des Expert Advisors zur Einrichtung des Indikators ausgeführt. Innerhalb dieser Funktion erstellen wir das iFramer-Indikator-Handle mit der Funktion iFramer und geben das Symbol, den Zeitraum und andere Parameter an. Außerdem konfigurieren wir die Arrays als Zeitreihen, indem wir die Funktion ArraySetASeries verwenden, die es uns ermöglicht, zuerst auf die neuesten Daten zuzugreifen. Weiter geht es mit den Positionseröffnungsfunktionen, die für die Ausführung von Marktaufträgen mit einer bestimmten Lotgröße zuständig sind. Die Funktion OpenBuy-Position ruft den aktuellen Ask-Preis für eine präzise Auftragsausführung ab. Anschließend verwendet sie die Methode Position Open aus der Klasse cTrade, um eine Kauforder auszuführen. Zu den Parametern für diese Methode gehören das Finanzinstrument, der Auftragstyp, das Volumen, der Einstiegskurs, der anfängliche Stop-Loss, der Take-Profit und ein Kommentar. In diesem Fall eröffnen wir eine Kaufposition mit einer Größe von 0,10 Loads, was 10 Mikroloads entspricht. Der anfängliche Stop-Loss und der Take-Profit werden deaktiviert, indem sie auf 0 gesetzt werden. In ähnlicher Weise ruft die Funktion OpenSell-Position den aktuellen Bidpreis ab und führt einen Verkaufsauftrag mit der gleichen Methode Position Open aus. Auch hier geben wir das Finanzinstrument, den Auftragstyp, das Volumen, den Einstiegskurs, den anfänglichen Stop-Loss, den Take-Profit und einen Kommentar an. Diese Funktion eröffnet auch eine Verkaufsposition mit einer Größe von 0,10 Lots. Die Hauptfunktion zur Preisaktualisierung OnTick wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik der Strategie. In dieser Funktion rufen wir zunächst mit Hilfe der Funktion CopyRates historische Kursdaten für die Analyse ab. Diese Funktion benötigt das Symbol, den Zeitraum, den Startindex, die Anzahl der zu kopierenden Kerzen und das Array zum Speichern der Daten. Außerdem laden wir mit der Funktion CopyBuffer iFramer-Werte aus den Indikatorpuffern. Als nächstes überprüfen wir den Status der offenen Positionen. Wir initialisieren eine boolische Variable hasOpenPosition of False und eine enum-Position-Type Variable currentPosition-Type auf Position-Type Buy. Anschließend durchlaufen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge, um die relevanten Positionen zu finden. Für jede Position ermitteln wir die eindeutige Ticketnummer und prüfen, ob die Position zum aktuellen Symbol gehört. Ist dies der Fall, markieren wir, dass wir eine offene Position gefunden haben und speichern den Typ der aktuellen Position, bevor wir die Schleife verlassen. Jetzt gehen wir zur Trenderkennung und Positionsverwaltung über.
Die Kaufbedingung wird ausgelöst, wenn der iFrama-Wert einen Schwellenwert überschreitet. Wenn wir keine offene Position haben, rufen wir die Funktion Kaufposition öffnen auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn wir bereits eine Kaufposition haben, ermitteln wir mit der Funktion iLowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob dieses niedrigste Tief innerhalb der Mindestrückblickkerze liegt und ob der aktuelle Schlusskurs größer ist als das letzte Tief. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir ein neues Stop-Level für den Trailing Stop und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf. Die Verkaufsbedingung ist das Gegenteil. Sie wird ausgelöst, wenn der iFrama-Wert unter einen Schwellenwert fällt. Wenn wir keine offene Position haben, rufen wir die Funktion Verkaufsposition öffnen auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn wir bereits eine Verkaufsposition haben, ermitteln wir mit der Funktion iHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob dieses höchste Hoch innerhalb der minimalen Rückblickkerze liegt und ob der aktuelle Schlusskurs niedriger ist als das letzte Hoch. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir ein neues Stop-Level für den Trailing Stop und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Aktualisierung des Stop-Loss sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Für sichere Änderungen gehen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durch. Für jede Position wählen wir sie über ihre Ticketnummer aus und prüfen, ob sie dem angegebenen Positionstyp entspricht und zu dem aktuellen Chartsymbol gehört. Anschließend rufen wir den aktuellen Stop-Loss-Wert ab und aktualisieren ihn auf der Grundlage des Positionstyps. Bei einer Kaufposition prüfen wir, ob das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Bei einer Verkaufsposition prüfen wir, ob das neue Stop-Level niedriger ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, ändern wir die Position mit der Methode Position Modify aus der Klasse cTrade. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Sobald der Code erfolgreich kompiliert ist, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten. Wir wählen den Expert Advisor, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Zusammenfassend haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den iFrama-Indikator für Handelsentscheidungen nutzt. Wir haben diesen Expert Advisor mit ein paar Zeilen MQL-Code programmiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.